Ich verließ die Tschechoslowakei am 15. November 1938. Unsere Zugreise führte uns über Danzig, doch dort durften wir nicht aussteigen. In Gdingen am Hafen mussten wir 3 Tage warten, ehe wir an Bord der Warszawa gehen konnten, die uns nach England bringen sollte. Nahezu keiner von uns hatte je zuvor das Meer gesehen und einige wurden seekrank. Am 22. November, kurz nach Mitternacht, erreichten wir Harwich in England. Von hier fuhren wir mit einem Extrazug mit nur einem Waggon nach London. Dort bestaunten wir alle die Auto- und Busfahrer, wie sie es schafften, ihre Fahrzeuge durch dieses Verkehrslabyrinth zu steuern. Am zentralen Sammelpunkt für deutsche Emigrierte trafen wir neue Freunde. Nach einem ersten Essen in England fuhren wir mit dem Bus nach Surrey, unser Ziel. Wir schreiben Mittwoch, den 14. Dezember 1938. Spät am Abend steht am Prager Wilson-Bahnhof der Nachtschnellzug Richtung Mährisch-Ostrau mit Anschluss nach Kattowitz, Posen und Gdingen, abfahrbereit. Ein Waggon ist längst voll besetzt. Besorgte Frauen, ängstliche Kinder, niedergedrückte Männer, alle Opfer des Münchner Schiedsspruches, am Beginn ihrer Fahrt ins Exil in eine ungewisse Zukunft. Unter ihnen befindet sich meine Mutter mit mir und, rein zufällig und unbekannterweise, auch meine zukünftige Ehegefährtin, ebenfalls mit ihrer Mutter. Nur Franz Matzon darf bis zuletzt bleiben. Seine Abgeordnetenlegitimation flößt noch einen gewissen Respekt ein. Als sich der Zug in Bewegung setzt, ist er somit der Einzige, der uns nachwinkt und sieht und hört, wie an jedem Fenster geballte Fäuste erscheinen und die Bahnhofshalle mit einem letzten schallenden Freiheit und einem trotzigen Wir kommen wieder widerhallt. In den späten Nachmittagsstunden erreichen wir die Hafenstadt Gdingen. Es schneit. Unsere englische Reisebegleiterin organisiert den Transport zum Hafen. Einen Bus für uns, einen Lastkraftwagen für das Gepäck. Danach fällt der Abschied vom europäischen Festland nicht schwer. Und wir gehen mit einem Gefühl der Erleichterung an Bord. Einige Tage später erhielten auch wir unsere Marschpapiere. Am 1. Dezember mussten wir uns in Prag melden. Vorher verkauften wir alles außer unserer Kleidung und wenigen persönlichen Dingen. Dann fuhren wir von Hrdli aus nach Prag. Schon am folgenden Tag wurden wir in einen Frauen- und Kindertransport nach England eingereiht. Wir fuhren über die Slowakei nach Polen und weiter in Richtung Danzig. Gerade als ich im Begriff war, wegzufahren und innerlich beruhigt, dass ich diese Frauen nun in einer Bleibe wusste, sagte man mir, dass noch mehr Frauen auf dem Wilson-Bahnhof wären. Ich glaubte nicht recht zu hören, machte mich aber sofort auf und fuhr zum Wilson-Bahnhof zurück. Und tatsächlich, hier fand ich eine andere, unglückselige Gruppe von 30 Frauen vor, noch hungriger, noch erschöpfter als die anderen. Mir schmerzte das Herz beim Anblick dieser Unglücklichen. Was sollte ich tun? Wohin sie bringen? Chuchle war voll besetzt und ich wusste nichts anderes. Während die Frauen etwas zu essen bekamen, machte ich mich wieder auf, um Unterkünfte zu finden. Nach langem Suchen fand ich ein kleines, schäbiges Hotel in Žižkov mit 7 Zimmern unterm Dach, dunklen Löchern, die nur ganz wenig erleuchtet waren. An einem trüben Novembermorgen sammelte sich eine Gruppe Flüchtlinge, Männer, Frauen und Kinder mit ihren wenigen Habseligkeiten am Prager Wilson-Bahnhof. Sie hatten sich entschlossen, die Heimat zu verlassen. Es waren Menschen, denen man die Spannung ereignisreicher Wochen deutlich von den Gesichtern ablesen konnte. Das Leben und die Geschäftigkeit in der großen Bahnhofshalle des Wilson-Bahnhofs unterschieden sich kaum vom Alltag. Ein stiller Zuschauer hätte nicht bemerkt, welche Veränderung sich hier anbahnte. Vielleicht schienen die Menschen nur ein wenig erregter als sonst. Die Sturzflut der politischen Ereignisse in den letzten Wochen hatte eine Lage geschaffen, die für viele das Verhängnis nur ahnen ließ. Im Lautsprecher der Bahnhofshalle ertönten die Worte Rychlý vlak, Praha, Brno, Moravská Ostrava. Und kurz darauf erfolgte das Signal zur Abfahrt. Ein letzter Abschied und ein Händedrücken. Vielen standen die Tränen in den Augen.
Als der Zug die Halle verließ, nahm das Auge noch einmal für wenige Sekunden das Bild von Prag, des Zlata Praha, des goldenen Prags wahr. Es sah die Moldau und ihre Brücken. Und der Rhythmus des dahineilenden Zugs tönte wie die gewaltige Symphonie von Smetana. Es grüßten der Veitsdom in seiner gotischen Pracht, der Hradschin, die Burg, die majestätisch über der Altstadt thront, und die vielen Kuppeln und Türme. Der Zug durcheilte das mittelböhmische Flachland, überquerte die böhmisch-mährischen Höhe nach Brünn und setzte von dort aus seine Fahrt in nördlicher Richtung zur tschechisch-polnischen Grenzstation Mährisch-Ostrau fort. Nach der Zoll- und Passkontrolle führte die Reise mit der polnischen Eisenbahn durch Polen, den Korridor über Danzig bis zur Hafenstadt Gdingen. Aber wir konnten nicht in der Tschechoslowakei bleiben. Niemand hatte eine Arbeitserlaubnis und politisch sah alles schlecht aus. Anfang Dezember 1938 kam die Gelegenheit, nach England zu emigrieren. Später sollte es vielleicht nach Neuseeland oder Kanada gehen. Meine alte Mutter konnten wir nicht mitnehmen. Sie musste in ihre Heimatstadt zurück. Ich habe sie nie wieder gesehen. Die ersten Nachrichten nach Kriegsende waren, dass sie 1942 gestorben war, nach 4 sehr einsamen Jahren.